Das ist Teil 2 einer Videoreihe. Hast du Teil 1 nicht gesehen? Verlinke ich dir Teil 1 unten in der Videobeschreibung. So, wie schon erwähnt, die neuen Teile sind da, meine Spindeln. Das sind sogenannte Kugelgewindespindeln. Die sind zwar nicht ganz so günstig wie zum Beispiel eine Trapezgewindestange, dafür sehr genau ohne Spiel, absolut spielfrei. Und das ist ja das, was ich auch bei meiner CNC-Maschine haben möchte. Wie funktioniert sowas? Das ist im Prinzip eine normale Gewindestange. In diesem Block, in diesem Lagerblock, der hier hoch und runter läuft, sind viele kleine Stahlkugeln und diese Stahlkugeln laufen in dieser Rinne hoch und runter. Und das Ganze ist komplett spielfrei, da wackelt nichts, gar nichts und es läuft super leichtgängig. Also es ist natürlich geschmiert und geölt. Das Ganze kommt dann hier in so Lagerblöcke rein. Wir haben hier einmal den Anschluss für den Motor. Hier kommt quasi der Schrittmotor dran und hier haben wir einen Anschluss für ein normales Stehlager. Das steckt man dann so rein. Das passt aber wirklich alles 1A. Das füllt man so da drauf und dann steht das später so auf der CNC-Maschine. Also hier hat man dann quasi die Linearführung, wo dann später der Tisch drauf ist. Das kommt in die Mitte. Hier wird der Schrittmotor angeschlossen. Dann würde ich sagen, mache ich mir jetzt nochmal einen Kopf, wie das läuft und dann gucken wir weiter. So, die Lagerblöcke sind jetzt montiert, die sind auch noch locker. Die sind quasi nicht festgeschraubt. Das liegt daran, dass ich die jetzt einführen werde in die Schienen. Und erst wenn die in den Schienen sitzen, ziehe ich die fest, damit die sich nicht verkeilen oder das möglichst leichtgängig läuft. So. Schiene Nummer 1. Beziehungsweise ich werde das Brett von vorne lassen, die erste Schraube vorne reinsetzen, dann das Brett nach hinten schieben, dann die hintere Schraube einsetzen. So habe ich später übertrieben, man sieht es ja, ist es nicht so verkeilt, weil wenn ich es jetzt einfach festschraube und vorne ist es so, dann kommt der Schlitten nach vorne und man merkt auch jetzt schon, das spannt, logischerweise, weil das ja hier vorne breiter ist als hinten. Und deswegen schraube ich es einfach erst vorne und dann erst hinten. Aber jetzt messen wir erstmal. Kein Höhenspiel, kein Seitenspiel. Das Ding läuft wie auf Schienen. Perfekt, cool, freue ich mich.
So, das ist jetzt die Rückansicht. Die Rückansicht habe ich jetzt auch festgeschraubt. Man hört's, ich habe Spiel. Spiel will ich nicht. Und das Tolle bei diesen Lagern ist jetzt, bei den Kugelgewindelagern, ich habe jetzt so eine Schraube, die kann ich hier auf die Welle aufdrehen. Das dreht man da fest. Und noch habe ich Spiel. Und dadurch, dass ich die jetzt festziehe, ist das Spiel weg. Ich ziehe die jetzt so fest, dass die Welle sich noch ganz einfach drehen lässt, ohne Widerstand. Weil diese Schraube zieht jetzt die Welle hinten bei dem anderen Lagerblock auf den Sprengring, den wir eben drauf gemacht haben. Und so läuft es quasi komplett kugelgelagert. Wenn ich glaube, die Schraube ist fest genug, passend, ist hier oben eine Matenschraube drauf. Die ziehe ich dann fest. Das ist hier auch echt so ein Uhrmacherwerkzeug, gell? So, nach fest kommt ab. Die Madenschraube drückt jetzt quasi oben aufs Gewinde, sodass sich diese Vierkantmutter nicht mehr lösen kann. Und jetzt bin ich komplett spielfrei. Da wackelt nichts. Links, rechts, gar nichts. Und trotzdem bewegt sich die komplette Welle, kugelgelagert, vor, zurück, total leicht. Hier kommt jetzt der Motor dran, mit einer Kupplung. Und dann haben wir die Y-Achse auch schon fertig. So einfach geht das. Dieses angefressene hier oben übrigens, was ihr hier seht, das habe ich gemacht, damit der Motor, der später hier dran kommt, unter der Platte verschwindet. Das sieht ein bisschen angefressen aus, ich habe es nicht wirklich toll weggefräst, aber von unten ist eine Einfressung, ihr habt ja vorhin gesehen, sodass der Motor inklusive Halterung, die ich jetzt gleich bastel, noch darunter passt. So viel dazu. So, hier habe ich jetzt die Kupplung zwischen der Welle und dem Motor später. Ich habe hier 8 mm und an der Welle 5 mm. Das heißt, in diesem Stückchen, in dieser Welle, habe ich eine 8 mm Bohrung für die Welle und eine 5 mm Bohrung für den Motor. Das Besondere an dieser Welle ist, dass es eine flexible Welle ist, ohne dass sie Torsion zulässt. Das heißt, wenn ich so drücke, kann man das sehen. Ich kann sie an der einen Seite eindrücken, beziehungsweise seitlich eindrücken. Sie federt. Es gibt im Internet viele von diesen Kupplungen, die sind spiralförmig, die sind aber eher für 3D-Drucker geeignet, weil die kann ich torsieren. Das heißt, ich könnte sie unten festhalten und könnte hier oben ein bisschen drehen. Das geht bei diesen versetzt eingeschnittenen Schlitzen nicht. So. Jetzt wäre es fest und man sieht, der Motor ist beweglich, obwohl es fest ist. Das heißt, wenn ich den Motor später ein bisschen versetzt befestige, angenommen so, mal übertrieben gesehen, schräg, dann dreht sich die Welle trotzdem, ohne dass irgendwo Kräfte sind. Beziehungsweise Kräfte sind da, aber die Kräfte werden über diese flexible Welle aufgenommen. So, die Z-Achse ist auch fertig, endlich. Die hat mich nämlich viel Nerven gekostet. Dadurch, dass sie kürzer ist, ist sie viel steifer und auch die Spindel ist natürlich viel kleiner. Und deswegen muss man ganz genau arbeiten. Man hat hier kaum Fertigungstoleranzen, da kann man nicht mal eben am Ende was biegen oder so. Weil sobald was verbogen ist oder nicht ganz in der Flucht ist, dann dreht sich das so schwer, dass ich einfach vermute, dass die Schrittmotoren am Ende zu viel Arbeit leisten müssen. Und deswegen, ich möchte das leichtgängig haben und dann habe ich jetzt so lange rumgewurstelt, mit den Schrauben immer wieder mal was eingestellt. Und
Ja, jetzt bin ich eigentlich ganz zufrieden. Ne, bevor ich jetzt irgendwas anfasse, räume ich hier erstmal auf. Ihr seht, wie es hier aussieht. Ich finde nichts wieder, gar nichts. Geht mir total auf den Keks. Das ging schnell. Alle 3 Achsen sind jetzt spielfrei eingestellt und fest verbaut und verschraubt. Ich habe keine lose Schraube mehr. Ich habe auch kein Spiel, wie man sieht. Ich kann die komplette Fräse da easy dran bewegen oder hoch und runter drücken. Da wackelt gar nichts. Ich habe auch mal versucht, wirklich Minimalspiel zu erzeugen. Das ist komplett spielfrei. Man merkt wirklich nichts und ich hoffe, dass wenn jetzt demnächst hier der Fräser mit der Spindel hängt, dass das ebenfalls spielfrei bleibt und ja, mal gucken. Für Holz wird es alle mal reichen. Ihr seht auf jeden Fall die Fräse jetzt mal im Kompletten. Meine Spindeln, die Lagerblöcke jeweils, hier oben die Kupplung nochmal. Das Ganze läuft so leichtgängig, dass ich das theoretisch sogar mit ein bisschen Anstrengung verschieben kann. Ich habe gerade nochmal mit Fett die kompletten Spindeln alle eingepinselt, die Lagerblöcke, alles, was sich bewegt, natürlich die Gleitschienen. Ich denke mal, das hilft bei der ganzen Spanerei später, das ein bisschen sauber zu halten. Es sind zwar immer Abstreifringe dran, sodass der Schmutz eigentlich immer draußen bleibt. Dennoch denke ich, bei gleitenden Teilen schadet Fett nie. Und das Ganze war es auch schon wieder für dieses Video. Wie versprochen, alle Achsen beweglich. Wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, klar, schaltet wieder ein, woran ihr es seht. Ich habe für die nächste Folge habe ich hier schon die ganzen elektrischen Dinge, zum Beispiel das Netzgerät, womit ich die komplette CNC-Steuerung versorgen werde. Dann haben wir hier das Netzgerät und die Stromversorgung für unsere Spindel, die natürlich später hier drankommt. Was genau für eine Spindel das ist, ich erwähnte ja schon 500 Watt, wo ich die habe, was die gekostet hat. Machen wir alles im nächsten Video, sonst wird es einfach wieder zu lang. Wir haben quasi die Hardware fertig, jetzt kommt die Software und das ganze Elektrische und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder.